Wer traut sich jetzt immer noch nicht, Lautsprecher in seinem Ducato selber zu wechseln? Wir haben die Lösung, und zwar ganz einfaches Plug-and-Play mit unseren niegelnagelneuen Option Ducato 165R Lautsprecher. Die sind ganz einfach anzustecken und sind perfekt für den Ducato vorbereitet. In diesem Video zeigen wir euch, wie es geht. Einige von euch werden sich sicherlich jetzt fragen, warum neue Ducato-Lautsprecher? Ihr habt doch schon tolle Ducato-Lautsprecher im Sortiment. Ja, ihr habt recht, die hatten wir im Sortiment, weil die haben Ducato Pro geheißen und die haben wir für euch aus einem Universal-Lautsprechersystem mit Ringen und mit Adaptern, Steckern manuell zusammengebaut, um dann auf ein Ducato-Soundsystem zu kommen. Hat ja auch super funktioniert, hat super geklungen, aber wir haben euch jetzt nebenbei mal was Neues entwickelt, und zwar tatsächlich ein Lautsprechersystem, das ist jetzt aus einem Guss. Das heißt, hier ist nichts mehr zusammengeschraubt oder irgendwie sowas. Hier sind die richtigen Steckverbinder gleich drin. Alles ist für den Ducato abgestimmt. Auch die Hochtöner haben die passende Adaption auf den Stecker drauf, damit das alles per Plug-and-Play läuft. Wir haben die passende Frequenzweiche für den Hochtöner mit integriert und es ist natürlich ein 25 mm Gewebe-Hochtöner für richtig geschmeidigen, seidig warmen Sound. Im Ducato 165R Set haben wir bereits eine Alubetyl-Dämmmatte beigelegt, damit ihr die grundsätzliche Dämmung vornehmen könnt, um den Lautsprecher an die wirkliche Klangperformance zu bringen. Und wir haben euch auch eine Rolle Bitumenband mit 1 Meter beigelegt, damit ihr Kabelstücke oder irgendwas, was rumhängt und vibrieren kann, ruhig stellen könnt. Und ebenfalls haben wir auch ein Set Remover Tool mit in diesem Set mit dabei, damit ihr auch die Verkleidungsteile kratzerfrei entklippen könnt, damit ihr gut an die Sachen drankommt. Mit dem Remover Tool könnt ihr natürlich die A-Säulenverkleidung entklippen, unter dem Türgummi einfahren und ausklippen bis runter. Dann lässt sich die A-Säule problemlos entfernen und von hinten kann man dann auch den alten Hochtöner aus der Verankerung rausnehmen. Das ist ebenfalls nur geklippt, abstecken, und jetzt nehmen wir unseren neuen Hochtöner und klippen den jetzt wieder in diese kleinen Fassungen rein. Das ist also alles entsprechend vorbereitet, und nehmen den Stecker und stecken den da wieder an, wo der alte Hochtöner auch gerade war. Und jetzt können wir die A-Säulenverkleidung auch bereits schon wieder dran klippen, und mit dem Hochtöner sind wir jetzt schon fertig. Die Abdeckgitter vom Tieftöner kann man mit dem Remover Tool super entfernen und unten rausklippen. Die ganze Verkleidung ist nur gesteckt, die kann man abnehmen, und darunter verbergen sich 3 15er Torx-Schrauben, die lösen wir. Dann haben wir den Lautsprecher auch schon in der Hand, den können wir genauso abstecken wie beim Hochtöner. Und jetzt können wir natürlich auch diese eine Dämmmatte, die wir haben, also unsere Standarddämmung, auch auf dem Außentürblech anbringen durch das Loch vom Tieftöner und können hier entsprechend das Außenblech dämmen. Jetzt können wir natürlich auch, pro Türe haben wir ja eine halbe Dämmmatte zur Verfügung. Alles, was wir an Dämmung haben, auch an das Innenblech am Lautsprecher mit ankleben, so dass der ganze Bereich vom Tieftöner ebenfalls gedämmt ist und schwingungsarm wird, ohne dass man das von außen sieht. Und da könnt ihr das ganze Dämmmaterial anbringen und natürlich den Lautsprecher dann wieder mit den 3 Schrauben draufschrauben und den Stecker oben reinstecken und das Abdeckgitter wieder zum Schluss draufklippen. Kurze Umfrage an euch. Was haltet ihr denn von unseren neuen Optionslautsprechern? Haben sie euch gefallen? Klingen sie geil? Wie war der Einbau? Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht oder habt ihr sie bei irgendeinem Kumpel schon hören können? Also mich würde es echt interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein. So, und jetzt haben wir dieses Lautsprechersystem komplett eingebaut mit einer zugegebenermaßen Standarddämmung. Viel besser als gar keine Dämmung, aber wer es jetzt richtig machen will, weil der Ducato, der hat tatsächlich Türverkleidungen, die scheppern tatsächlich, selbst wenn man eine Standarddämmung schon reinmacht. Da darf man auch gern ein bisschen mehr machen, wer richtig Musikgenuss haben mag und alles ruhig kriegen mag. Auch die Fahrgeräusche dezimieren möchte und das Gefühl haben möchte beim Türzuschlagen, wow, das ist jetzt kein Blech mehr, sondern das ist eine richtige Türe. Pupp. Der kann jetzt mit unserem erweiterten Dämmset
Das sind dann eben diese verschiedenen Dämmmaterialien mit dabei, zusätzlich mit dazu kaufen. Wir haben euch ein extra Video dafür. Ich werde euch das unten im Videobeschreibungstext verlinken, dieses Video, wo wir die ganze Türe dämmen. Das wird wirklich mega und ich mache für euch einen kompletten Warenkorb, damit ihr diese Einzelteile nicht zusammensuchen müsst. Unten einen Link dazu, da habt ihr einen vorgefertigten Warenkorb, wo all diese Artikel drin sind, samt einem coolen YouTube-Rabatt. Also wundert euch nicht, wenn unser neues Ducato Lautsprechersystem nicht mehr so ausschaut wie das bereits bekannte, sondern jetzt wirklich endgültig super geil für den Ducato vorbereitet ist und ausschließlich noch da drin passt, aber dafür perfekt. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß bei der Installation und natürlich noch mehr Spaß mit dem geilen Sound, den ihr jetzt in eurem Ducato habt. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Deswegen klickt die Glocke und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Olli von AAS24.